Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Genshin Impact. Ja, ihr seht's, unser Harz ist mal wieder voll. Das ist unvorteilhaft, dementsprechend kümmern wir uns darum als erstes. Und ich würde sagen, können wir? Ja, wir können. Sehr schön. Dann nehme ich euch dieses Mal, denke ich mal, mit auf die Jagd nach den Weekly Bossen. Die habe ich sonst ja meistens auch offscreen gemacht, aber wir können die heute mal zusammen machen. Als erstes ist der gute Dvalin an der Reihe. Und da schauen wir mal, wie das so läuft. Vielleicht kriegen wir da ja wieder ein goldenes Artefakt, welches uns vielleicht ein bisschen weiterbringt. Schauen wir mal. Ja, und dann haben wir ja im heutigen Part vor, ein kleines bisschen die Event-Quest weiterzumachen und hoffentlich abzuschließen. Und gegebenenfalls widmen wir uns, falls wir dann noch Zeit haben, was ich bezweifle, noch dem Karten, nicht Event, sondern der Quest mit den Karten. Ne, ihr wisst, welche ich meine, die wir letztes Mal anfangen mussten. So, da haben wir ihn schon einmal. So, und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt damit schon hinbekommen. Yao ist leider abgestürzt, beziehungsweise ihr kleines Hasi. Und jetzt kommt er in eine Phase, die nicht so schön ist. Jetzt werden nämlich der Boden ist Lava gespielt. In dem Fall wohl, der Boden ist durchdrungen mit Anemo-Energie. Was dazu führt, dass wir Schaden bekommen, wenn wir uns auf dem Boden aufhalten. Da habt ihr das gerade gesehen, 77 Schaden ist jetzt nicht so besonders viel, macht aber auf Dauer doch einiges aus. Dementsprechend erst einmal eine Plattform suchen, die noch nicht betroffen ist. Und dann können wir versuchen, den guten Dvalin wieder einmal zu bekommen. Wir müssen auf jeden Fall sein Schild brechen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ein bisschen Schaden nehmen wir zwar, aber... Ach so, Sing-Schuss-Schwerter haben uns geheilt. Komm schon. Jawohl, es hat gerade so noch gereicht. Dann können wir uns hier die Belohnung einsammeln und schauen mal, was wir hier bekommen. Wir bekommen tatsächlich ein goldenes Artefakt. Allerdings zweimal Verteidigung drauf. Das ist nicht optimal. Was kriegen wir für lilane Artefakte? Einmal LP und hier nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, geht's auf zum nächsten Boss. Die Sphäre hier können wir erst einmal verlassen. Und ich würde sagen, als nächstes ist der Wolf an der Reihe. Da können wir auf dem Weg dahin noch die eine Daily mitnehmen, würde ich sagen. Ja. Das können wir so machen. Ah, schade, den habe ich nicht getroffen. Das war aber jetzt meine eigene Schuld. Den hätte ich haben können. Naja, nicht so schlimm. Ich werde mich ja nachher sicherlich, wenn ich dann die Dailies offscreen mache, also die anderen, nochmal zu dieser Statue teleportieren, weil auf der anderen Seite der Statue war ja auch nochmal
eine Daily. Genau, wir kümmern uns jetzt allerdings erst einmal um diese hier. Sollte nicht allzu schwer sein. So, wir hinterlassen tatsächlich einen Pfad des Feuers. So, und da hinten haben wir auch noch ein paar Gegner. Damit wären die besiegt. Und jetzt kommt der mit seinem Schild an. Ich hoffe, dass wir seine Minions zumindest schon mal haben. Zack, und damit haben wir diese Daily abgeschlossen. Nicht vergessen, hier den Loot einzusammeln. Der könnte sich früher oder später als nützlich erweisen. Na gut, die Kiefernzapfen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber vor allem Slimes, ja, brauchen wir ja zum Beispiel für unsere gute Jau. Und hier gibt es noch Wolfsbären. Die nehmen wir auch mit. Die brauchen wir nämlich beispielsweise für Razor, aber ich glaube tatsächlich manchmal auch in der Story, wenn es um gewisse Heiltinkturen geht, denn da sind die Wolfshaken auch sehr gut für geeignet. Und damit sind wir schon an der Arena angekommen und können nun die Prüfung gegen unseren Wolfsfreund loslegen hier. So, wir versuchen so schnell wie möglich schon mal so viel Schaden wie möglich zu machen. Der macht aber auch gut Schaden, tatsächlich. Und der hat einen sehr, sehr großen Knockback, was nicht so cool ist. Achso, sie hat noch das Event-Schwert, was wir nicht leveln konnten. Ups. Naja. So. Komm schon. Okay, wir sollten langsam mal ein bisschen heilen. Ah, das trifft sich ganz gut. Der trifft mich auch ganz gut. Ja, weil er leider auf der falschen Seite stand und ich nicht genug Zeit hatte auszuweichen. So, hier kann ich ausweichen. Das passt. Damit sind wir nämlich fast wieder voll geheilt und können seine zweite Phase machen. Komm schon. Sehr gut. Wir haben das. Und das haben wir auch. Zack. Und damit können wir jetzt wieder schön Verdampfen auslösen hier. Und das macht nämlich einiges an Schaden. Und da haben wir ihn gleich. Noch ein paar Schläge. Und das war's, oder? Jawohl. Sehr schön. Damit haben wir den nächsten Boss. Können uns auch hier unsere Belohnung einsammeln. Was kriegen wir hier? Ah, was mit Angriff und KT. Den hebe ich erstmal auf. Hier gibt es LP und nochmal LP. Und Verteidigung.
Ja, ansonsten nicht viel Besonderes, aber viele von den roten Scherben, das ist ganz gut. Die brauchen wir ja für sehr, sehr viele Characters. Oh, und wir sind bald Stufe 43, sehe ich gerade. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt fehlt nur noch ein Boss. Und das ist der gute Child. Den machen wir als letztes. Und danach können wir uns der Events-Quest widmen. So, ich hoffe, dass wir den schaffen mit unserem Team. Denn gegen ihn sind wir nicht optimal aufgestellt, weil wir Hydro und Elektro dabei haben. Passable effort. You're wide open. Don't be scared. Poor timing. Try this. So, aber trotzdem machen wir ganz okayen Schaden gegen ihn. Not bad, not bad. Passable effort. Power that ended Haishan. Clear shot. Ah, verdammt. Jetzt ist er natürlich gerade drüben auf der anderen... Ja, nee. Er portet sich. Wo ist er? Da. Poor timing. You've made some progress. Guess I should take you more seriously. So, jetzt kurz einmal hochheilen, während der in seiner Cutscene drin ist. So, jetzt hab ich dich. Dein Schild kann so viel Feuer nicht aushalten. Witness the power of good ones. Know my soul. Jawohl. You've got some skills. Das würde ich auch bedeuten. Das würde ich auch meinen, so rum. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gekillt, dieser eine Schlag. Das wäre ein wenig suboptimal, möchte ich behaupten. Aber es sieht ganz gut aus. Und ich glaube, solange wir hier sind, greift er uns noch nicht... Oh, doch, er greift uns an. Das ist blöd. Meine Güte. Ich komme halt nicht an ihn ran. Eine Ganyu wäre jetzt ganz cool. Dann könnte ich nämlich einfach weit weg stehen und ihn anschießen. Dann würde er zwar auch Fernkampfattacken verwenden gegen mich, aber das wäre in dem Fall nicht gar so schlimm. Oh oh. Jetzt habe ich ein kleines Problem so langsam. Yep, und das kleine Problem wird immer größer. Ich sollte vielleicht mal was Kleines essen. Das wäre eine ganz gute Idee. Zum Glück haben wir ja sowas in Genshin. So. Versuchen wir dich erstmal. Wo bist du? Oh ne. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Das lässt du schön sein. Und nochmal was essen. Rain outlines your fate. Komm schon. Oh oh. Mitte? Ja.
Was hat das Ding für eine Range, bitte? Also, kurz, wenn er diese Attacke macht, sollte er eigentlich zur Wand laufen, um quasi diese Elektro-Aura abzuschütteln. Das Problem ist nur, der hat so eine Range, dass er euch immer noch trifft, wenn ihr nicht vorher schon direkt an der Wand gestanden habt. Egal, das schaffen wir jetzt. Kommt. Ah, ich sehe nicht, von wo er kommt. Okay. Ich bin richtig gelaufen, durch Zufall. Sehr gut. Und damit habe ich ihn. So, ein spannender Kampf auf jeden Fall gegen ihn. Und wir kriegen dafür sogar 2 goldene Artefakte. Schauen wir doch mal. Eins mit Verteidigung, das ist für uns leider momentan nicht zu gebrauchen. Und eins mit physischen Schadensbonus. Das hebe ich mal auf. Denn physischen Schadensbonus haben wir bisher noch nicht als goldenes Artefakt. Ich glaube noch nicht mal als lilanes. Und falls wir da mal einen Charakter bekommen, der physischen Schaden verursacht, können wir ihm das geben. Genau, ansonsten, eins mit Crit-Schaden, das heben wir auch auf jeden Fall auf. Und hier haben wir was mit Geo-Schadensbonus und Verteidigung. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ein Dream Solvent gibt es dazu. Das ist dazu da, um Boss-Materialien ineinander umzuwandeln, denn von jedem Boss kann man ja 3 Materialien bekommen und ein Charakter braucht immer nur ein bestimmtes dieser Materialien. Das heißt, wenn ihr beim Boss Pech hattet und im Prinzip nicht das Material bekommen habt, was ihr braucht, dann könnt ihr mit diesem Dream Solvent das Material des Bosses in ein anderes desselben Bosses umwandeln. Das ist ganz wichtig, ihr könnt nicht quasi Materialien von verschiedenen Bossen ineinander umwandeln, sondern immer nur von einem Boss die 3 Materialien ineinander. So, aber damit erst einmal genug Hearts ausgegeben. Wir wollen mit der Event-Story weitermachen. Dementsprechend wähle ich die mal aus. Da wollte ich nicht hin. Genau, Kristallseminar haben wir ja das letzte Mal schon gesehen, gibt es auch. Und wir wollen... Wo haben wir es denn? Ach, da. Ich bin mal wieder blind. Genau. Wir wollen hier zu Saccharose und Colley, die ja wahrscheinlich die Informationen aus unserem Briefkasten ausgewertet haben. So lange wie wir gebraucht haben, sind die bestimmt schon fertig. Aber, hi! Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? So, Teil 3, Glück in den Wolken. Untersuche die Hinweise und lies die Briefe. Hinweistafel. So, ja, dann gucken wir uns doch erst einmal an, welche Blume nicht existiert. Tainaris Brief. Oh shit, das ist sehr viel Text. Nach unserem Gespräch neulich habe ich sorgfältig über die Worte der Prophezeiung nachgedacht. Die Blume, die nicht existiert, klingt wie ein Paradox. Wenn eine Blume nicht existiert, dann kann sie nicht wahrgenommen werden. Wenn eine solche Blume aber tatsächlich existiert, passt sie dann nicht zu der Prophezeiung. Die Lösung des Rätsels muss also nicht unbedingt eine echte Pflanze sein. Bei allem Respekt muss ich aber auch anmerken, dass derjenige, der sich dieses Rätsel ausgedacht hat, vielleicht nicht alle Pflanzen der Welt kennt. Und ich denke, dass niemand so kühn ist, eine solche Behauptung aufzustellen. Deshalb kann man sich einige seltene Pflanzen als mögliche Kandidaten für die Antwort durchaus vorstellen.
Im Anhang findest du eine Liste mit seltenen Pflanzenarten. Ich habe für jede Art von Pflanze eine kurze Beschreibung verfasst. Hoffentlich findest du einen Pflanzennamen, der deiner Vorstellung entspricht. Viel Erfolg, Tainari. Okay, als nächstes Albedos Brief. Die Blume, die nicht existiert, klingt nicht nach einem existierenden Lebewesen oder einer Pflanze, die durch spezielle Anbautechniken geschaffen wurde. Ich denke, dass wir über den Tellerrand schauen sollten. Nach einer Überprüfung der bisherigen Erkenntnisse habe ich meine Antwort gefunden. Sarah Rosa hat auch mit mir darüber gesprochen. Während ich diesen Brief schreibe, hat sie sich noch nicht für eine Antwort entschieden. Deshalb würde ich meine eigene Schlussfolgerung jetzt noch nicht preisgeben. Wir können sie bei unserem nächsten Treffen im Detail besprechen. Außerdem hoffe ich, dass auch alle anderen ihre Antworten mitbringen können. Bis dann, Albedo. So, als nächstes der Brief von Sucrose. Es war ein bisschen seltsam, einen Brief in den von mir selbst gebastelten Briefkasten zu stecken, aber ich habe meine Antwort gefunden. Zunächst dachte ich, dass die Blume, die mit Hilfe der Alchemie erschaffen wird, genau die Blume, die nicht existiert, in der Prophezeiung ist. Aber nachdem ich weiter darüber nachgedacht habe, wird es mir klar, dass anstelle einer echten Pflanze ein blütenförmiger Apparat aus alchemistischen Teilen besser zu der Beschreibung passen könnte. So komme ich zu meiner Schlussfolgerung: eine blumenförmige Uhr. Das lange Leben streichelt über die Uhr und die Blume. Die verrinnenden Jahre wirbeln die Blätter auf und rücken den Uhrzeiger der Zeit vorwärts. Saccharose. So, und dann haben wir noch ein paar andere Briefe, die nicht weiter spezifiziert sind. Ach doch, sie sind spezifiziert. Lies die Hinweise. Nein, sind sie nicht. Da steht nur... Ach so, jetzt verstehe ich. Das war zurück zu den anderen. Oh. Ja, lange Leitungen habe ich auch manchmal. Dann machen wir als nächstes den Wegweiser, der sich niemals verirrt. Wie gesagt, meine Meinung ist Paimon, weil Paimon ist ja unser Wegweiser in diesem Spiel. Aber schauen wir mal, was die anderen geschrieben haben. Monas Brief. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der sich nie verirrt. Aber solange das Licht in deinem Herzen noch leuchtet, solange du noch bereit bist, andere zu begleiten und zu helfen, kannst du das Schiff sein, das für immer auf dem Ozean segelt. Ich habe nicht versucht, die Zukunft vorauszusagen, als ich diesen Brief schrieb. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Wahrheit der Prophezeiung mit euch allen bezeugen werde. Wenn es soweit ist, klopft bitte an meine Tür. Ich werde mitkommen. Mona. So, Bennett. Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Eigentlich konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich eine Rolle in dieser Aufgabe spielen könnte, bevor du und die anderen zu mir kamen. Nun, wie ihr alle wisst, bin ich wahrscheinlich nicht qualifiziert, andere zu leiten, denn ich bin selber nicht stark genug. Ich bin immer noch dabei herauszufinden, wie ich mit dieser Welt auf freundliche Weise umgehen kann. Wenn du mich fragst, wer dir helfen kann, würde ich sagen, meine gute Freundin Fische und ihre Freundin Mona, die Astrologin. Beide sind sehr sachkundig und mutig. Sie sind wahrscheinlich diejenigen, nach denen ihr sucht. Das ist meine Antwort. Ich wünsche euch allen viel Glück. Bennett. So, dann lesen wir mal Ambers Brief. Wegweiserin ist ein zu großer Titel für mich. Aber ich würde gern eine Freundin für jeden sein. Ich bin eine gute Zuhörerin und ich bin für jeden da, der sich verloren fühlt. Und das ist meine Stärke. Ich bin wie eine Fackel in der Wildnis.
Solange sie noch brennt, kann sie jeden erleuchten. Die folgenden Sätze darf Colley nicht lesen. Wenn du das liest, Colley, schau weg. Interessant. Was möchte Amber hinter Colleys Rücken sagen? Ich habe mir in letzter Zeit Sorgen um Colley gemacht. Sie hat sich zwar von der Krankheit erholt, aber sie sieht nicht sehr fröhlich aus. Es fühlt sich an, als ob sie etwas noch nicht losgelassen hat. Erlaube mir, meinen Wunsch hier aufzuschreiben. Ich hoffe, dass Colley die Prophezeiung entschlüsseln und ihr Glück finden kann. Und ich hoffe, dass ich ihre gute Freundin bleibe, wo immer sie ist und wer immer sie wird. Unsere Beziehung ist nicht die der einer Ritterin und der Geretteten. Wir sind einfach gute Freundinnen. Amber. So, dann haben wir noch einen in dieser Kategorie und das ist der von Mika. Hallo, ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei bester Gesundheit. Ich habe nicht mit dieser Frage gerechnet. Ganz ehrlich, sie hat mir zu Beginn große Kopfschmerzen bereitet. Alles, was ich tun kann, ist, andere bei der Orientierung zu unterstützen. Auf der Reise des Lebens bin ich allerdings selber derjenige, der sich immer wieder verirrt und Hilfe von anderen braucht. Aber als ich die Frage sah, wusste ich sofort, womit ich helfen konnte. Ich habe versucht, eine Vegetationskarte für Herrn Tighnari und Fräulein Colley zu zeichnen und auch eine Tabelle des zeitlichen Auftretens des Drachens für Herrn Sino zu erstellen. Beide sind unten eingefügt. In kommenden Tagen muss ich mit der Truppenführerin auf Patrouille gehen und Karten für Fräulein Lisa zeichnen. Ich bin aber im Gedanken bei euch und ich bitte um euer Verständnis. Ich hoffe, dass die Karte und der Kalender euch weiterhelfen können. Mika. So, dann gehen wir zur nächsten Kategorie, die vorletzte. Und das sind die Hinweise zum Menschen, der niemals lügt. Sinos Brief. Ihr habt nicht Unrecht, wenn ihr annehmt, dass ich normalerweise nicht lüge. Das hat mit meinem Hintergrund zu tun. Ich bin ein Wüstenbewohner, der seit seiner Kindheit in der Akademie gelebt hat. Daher wird man mir nie trauen. Und wenn ich auch noch lüge, ich habe gelernt... Wenn ich auch noch lüge. Ach so, ich habe gelernt, weniger zu sagen und wenn, dann nur das Nötigste. Die Entschlüsselung der Prophezeiung kann Gefahren mit sich bringen. Wenn ihr jemanden braucht, der niemals lügt, kann ich euch begleiten. Sino. So, Rosarias Brief. Eins muss ich klarstellen. Ich bin keine, die nie lügt. Nachdem ich diese Frage gehört habe, erinnere ich mich an viele Gelegenheiten, bei denen ich gelogen habe. Aber ich habe oft Ausreden, um die Chorprobe zu vermeiden. Manchmal habe ich auch Lügen erzählt, wobei Täuschung nicht meine Absicht war. Da wollte ich lediglich etwas glücklicher sein oder aufhören, mich weiter abzuquälen. Die beste, gut gemeinte Lüge, die mir je eingefallen ist, war für Waka. Ich behauptete, dass ich nicht in Mondstadt bleiben will. Waka antwortete auch mit einer Lüge, die genau sein Rat an mich war. Deine Fähigkeiten sind noch nicht für ein Leben jenseits der Grenzen von Mondstadt geeignet. Leider kann ich diese Frage nicht beantworten, aber ich schlage vor, darüber nachzudenken, was es bedeutet, niemals zu lügen. Bedeutet das wirklich, niemals zu täuschen oder niemals in böser Absicht zu lügen? Ich wünschte, dass ich die richtige Person wäre, nach der ihr sucht. Ich bin zuversichtlich, dass ihr jemanden finden könnt, der euch weiterhelfen kann. Viel Glück dabei. Rosaria. Und Razor. Ich habe meine Meisterin Lisa gebeten, diesen Brief zu schreiben. Viel besser als das, was ich geschrieben habe. Danke. Ich lüge nicht. Ich vertraue dir. Komm zu mir, wann immer du mich brauchst. Ich bin immer verfügbar. Razor.
So, dann auf zur letzten Kategorie. Und zwar zur Legende, die niemals endet. Da haben wir auch wieder 3 Briefe, einen von Lisa. Legenden wurden von Menschen geschrieben. In diesem Sinne gibt es keine Legende, die niemals endet, sondern nur Geschichten, die eines Tages mit Bedauern zum Abschluss kommen. Aber solange eine gute Geschichte in den Herzen der Menschen lebt, bleibt sie in gewisser Weise für immer bestehen. Nachdem ich viele Bücher gelesen habe, bin ich zu diesem Schluss gekommen. Mein Süßer, viel Glück. Lisa. So, dann als nächstes zu Klee. Mama ist Reiseschriftstellerin, aber eine ihrer Freunde hat Märchen geschrieben. Ich habe gehört, dass eine Geschichte, an der ein Autor sein ganzes Leben lang schreibt, bestimmt eine gute Geschichte ist. Klee. Schon irgendwie süß. So, zum Schluss Colley. Ich denke, die Legende, die niemals endet, sollte eine Geschichte mit Hoffnungen und Träumen sein. Sie ist wie ein Staffelstab, der von einer Person zur nächsten weitergereicht wird. Geschichten wie diese sind für jeden sinnvoll. Solche Geschichten haben mich schon mehrmals ermutigt. Also, das ist meine Antwort. Colley. So. Damit haben wir alle Briefe gelesen. Und dann schauen wir mal, was Sarah Rose dazu zu sagen hat. Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Sino. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. Oh. And finally, Der this is what we've gathered momentan on ja a legend that andere never Probleme. ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams, and actively pass from one person to the next. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Wait! Wait for me! Oh, Timaeus! What brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kinda sudden. Okay. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying-R? Tatsächlich erinnere ich mich nicht daran. Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait, so Ying-R is the girl from Lila that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-R the whole time? No,
Well, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Yingar's heart. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Yingar? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Yingar is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Which brings me to the subject of the last few days and the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Yingar to Mondstadt. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Huh? And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Yingar's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Yingar? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked Windblooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. Sprich, wir müssen uns beeilen, damit rechtzeitig nach Liyue kommt, bevor das Fest vorbei ist. Please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. So. Okay, Paimon will do the honors. Achso. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name, too. All right. We also have Klee. That's me! With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Albedo, hast du deine Antworten dabei? Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Ach komm. Musst du nicht Me sein. too. Die Leute sind doch alle ganz nett. Was? Timaeus, du auch? But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep breaths. Ja, von dir bin ich das gewohnt. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scryglass? Also, ich weiß es. According to the prophecy, once we've figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, we know something about that. Wow. Machen wir jetzt einfach wirklich einen auf hey, wir wissen, wo der Ort ist. Ach komm, das ist doch langweilig.
Venti hat uns das halt erzählt. Wer es nicht gesehen hat, einfach den letzten Part nochmal nachschauen. What? Wow, that's amazing. You really know how to do everything under the sun. Then we'll let you lead the way. Alles klar. Bitte folgt mir. This is it! We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy! So, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Oh, wir können Erkundungsbelohnungen einsammeln, sehe ich gerade. Das machen wir vorher noch schnell. Ad Astra at Damit die wieder neue Erkundungen machen können, unsere Leute. Das ist nämlich ganz gut, wenn die immer am Laufen sind, diese Erkundungen. Genauso wie es ganz gut ist, wenn wir immer Harz regenerieren können, also unser Harz nie voll ist. So, und wir gehen zum Tempel des Löwen, denn dort in der Nähe soll wohl unsere Laterne sein, die wir suchen. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwas mit dem Lantern Ride von Leo zu tun hat. Weil zumindest Timaeus hat ja According to the map, seinen Crush in it Leo. should be somewhere around here. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. Genau. Aw, I don't see any lanterns here. Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the Lantern Utmost Joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Yep. So, was man hier auf den Zettel geschrieben hat, ist: Erhebe deinen Blick und frage den Himmel nach Antworten. Hyman's reading too. Huh? It says to look up. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? Auf dem Zettel steht auch: Nun sollst du den Zauberspruch aufsagen. Paimon, schau mal hier. Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Look! Look! The wind is blowing! What a strong wind current. Let's ride it up and see where it leads us. Huh? Ich würde mal vermuten, zu We'll der have to fly Insel, up die man da there? im Hintergrund gesehen hat. Can someone carry me with them? Here. Das ist verboten. Das haben wir bei unserem Flugschein gelernt. Ein Windgleiter ist nur für eine Person gemacht. Zu zweit mit dem Windgleiter zu fliegen ist verboten. So, und dort haben wir einen Tisch mit ein paar Stühlen. Aber krass, war die Insel hier schon immer da? Ich denke nicht, oder? Die haben sie extra für das Event hier reingemacht. Zumindest kann ich mich nicht entsinnen, hier schon mal eine Insel gesehen zu haben. How did this little island get up here in the sky? Did somebody make it? Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Kale. Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too.
There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. Well, Ja, wir wollen ja nicht, dass die Insel abstürzt. the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms, but I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. That sounds kind of smart. But why? Ah, I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Bestimmt ist sie hungrig. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin, hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then... No. Could that person be... Das könnte durchaus der Anemo Akon sein. What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Don't leave us on the edge like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Yes, let's test the hypothesis together, Klee. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world... You can do it, Sucrose. Then I would fetch a tetratanic sweet flower. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Kali, I hope you found your answer. My answer is that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tighnari, Cyno, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. All right, it's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait, the lantern just lit up! Whoa, all four sides of the lantern are glowing! Huh? But...
Wir haben eindeutig Antworten ausgewählt, die wahrscheinlich nicht richtig sind. Kale, could I ask you to stand up for a second? Oh, alright. Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. Ah, and to think, I never expected you to actually find this place. What? There's someone else here? Oha, die kennen wir doch. Hey, you're that Outlander we met the other day at Good Hunter. It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? Then, why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Ah, so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Well, what are you talking about? Das würde ich auch gern wissen. It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Oha. Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Oh, it's Alice. I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sound so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados.
You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animal Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Nee. Wait. Heimat's completely lost. Venti hat uns das auch erzählt. Also, Venti wollte auch, dass wir da hochkommen. Einfach Miss so. Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. Jetzt gibt's bestimmt eine schöne Cutscene. Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animal Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. So this is where the legendary mages held their meetings. Von denen habe ich zwar bisher noch nichts gehört, aber ich habe ein paar Gedanken zu dieser Cutscene. Und zwar, was man gesehen hat von der Mutter, die nur noch einen Sohn übrig hatte. Das klang, also das sah so aus, als wäre er aus einem Reagenzglas gekommen. Damit würde ich vermuten, dass das Albedo ist. Und einmal hat man gesehen, dass jemand sozusagen in die Sterne geschaut hat im Spiegel der Teetasse oder Kaffeetasse, was auch immer. Und das ist vermutlich die Meisterin von Mona gewesen. Und ganz zum Schluss wurde darüber geredet, wie Kinder sozusagen größer werden und aufwachsen. Und ich glaube, das könnte die Mutter von Klee gewesen sein. Das sind so meine Gedanken dazu, aber ich will auch nicht zu viel reden. Vielleicht wird ja ein bisschen was davon aufgelöst jetzt. Schauen wir mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. That's right. We often met here to chat and have tea. Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. No, it took me a little longer than that.
A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhine-daughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world, and that they would all know each other? The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Auch cool. Eine kleine Sache, die mir gerade aufgefallen ist. Im Englischen wird es auch Hexencircle genannt einfach und nicht Witches Circle. Das ist sehr krass, dass das hier einfach als Eigenname behandelt wird. Aber naja, Mondstadt ist halt auch an Deutschland angelehnt. Beziehungsweise Mitteleuropa, aber ja, Deutschland ist halt Hauptfigur, deshalb auch der Name Mondstadt. Ist ja auch ein deutscher Name. Und ja, dementsprechend macht es auch Sinn, das Ganze so zu haben. Aber die Zeit ist schon wieder sehr weit fortgeschritten, deswegen äußere ich mich mal nicht zu viel und lasse stattdessen die Charaktere im Spiel weiterreden. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors, but you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her.
please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the supreme blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Rosaria geht schon mal. Todoko says bye too. Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's Windbloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay tied the knot. Oh, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. Das werden wir. Nachdem Alice' Stimme verklungen war, erlosch auch die Lampe und wurde wieder zu einer normalen Dekoration. Zuerst waren alle in tiefes Nachdenken versunken, aber schon bald unterhielten sie sich wieder, sprachen zu zweit oder zu dritt, dann entfalteten sie ihre Windgleiter, um nach Mondstadt zu fliegen. Lass mich raten, die Insel kann man nicht nochmal... Ach doch. Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? Immer noch verboten. Mensch, wenn das Amber sehen würde. Eine schöne Szenerie. Und wir sollen nach Mondstadt zurückkehren. Ich muss mal genau gucken, wo das ist. Ah, da muss ich noch hin. Aber wir machen das auf dem schnellen Weg, würde ich sagen. Wir teleportieren uns. Eigentlich wäre der Part schon vorbei, aber ich würde sonst in die Quest reinlaufen. Dementsprechend mache ich das jetzt noch kurz. Ach komm. Fliegen ist doch nicht so schlimm. Maybe you'd feel better if you just, you know, let it out. I'm fine, I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It Yep. might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your minds. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. Of course, I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but... Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Windbloom Festival Special Ambassador. Had I not asked for everyone's help... Hä, was hat denn das damit zu It should be tun? my fault for finding that prophecy. Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like this whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it.
Naja, du kannst immer noch deinen Crush But holen. I'd say we still learned something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Genau. Do you want Kale and I to accompany you? Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Now that I've come back to my senses, oh, I really don't know what I should do. Ach, das wird schon gut You gehen. may want to look over there. Oha? Ist sie doch allein gekommen? Miss Yingar? Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. I am so sorry, Miss Yingar, but how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Well, of course I am. I'm so happy that, I don't, sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Should we go see how they're doing? Lass das mal. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Das passiert mir sowieso schon zu häufig. Vom Wildschwein Leave them alone then. angegriffen zu werden. Ach ja. I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy, and you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. Also Sumeru wäre bestimmt was für Sacherose. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Nein, dafür ist es nie zu spät. Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? Oha, To think ihre that people Eltern would würde ich talk auch gern about mal that while on a sehen. date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once, all with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life. Klee freut sich. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. Aber ist es nicht toll, dass sie sich so gut verstehen? I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my wind blooms for this year. Ui,
Tut mir leid, da bin ich ans Mikrofon gestoßen. Could also see how lovely they are. Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. Kale, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy. Ah, Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? I will save this breath of joy and use it in my research. Oh, really? May I? Of course. Kale pustet einen Atemzug in das Reagenzglas. Die Flüssigkeit darin verwandelt sich in eine schöne rosa-violette Farbe. Daraufhin bricht eine kleine, leuchtende Wolke aus dem Reagenzglas hervor. Sie schwebt wie Zuckerwatte in der Luft, bevor sie plötzlich davonfliegt. Huh? What was that? It was like a little cloud of happiness, and now it flew away. Okay, da haben wir nochmal ein Bild von der ganzen Geschichte. Well, luckily there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. Master Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. Wurde er nicht für Sino gefertigt? Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Einverstanden. Wait! I've got something to give you too. Huh? Kale has a gift for us? Yeah! I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windblume Festival. Oh, das ist auch cool. I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amber, Master Tainari, and Sino. During Windblume, Mondstatters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? Ah, ich würde sagen, dieser Tag hat sich gelohnt. So, are these your chosen Windblooms? Mm-hmm, one of them. Both Padisauras and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? Huh? Doesn't it look just like your test tube?
Busch, geh aus dem Bild. Ja, damit haben wir die Event-Quest abgeschlossen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Das war ein wirklich langer Part dieses Mal zur Abwechslung. Ja, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst gern ein Like oder ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um die zukünftigen Parts nicht zu verpassen. Und für alle diejenigen, die die vergangenen Parts noch nicht gesehen haben, ist am Ende des Videos eine Playlist verlinkt. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.